herzlich willkommen zu einem mit Spannung erwarteten Video von mir. Heute gibt es endlich das Lipödem vorher, nachher, OP, umfangreiche Video, das ich die ganze Zeit versprochen habe. Es ist ja mittlerweile auch ein bisschen Zeit vergangen und jetzt habe ich auch richtig viel zu berichten. Außerdem habe ich euch ja gebeten, mir ein paar Fragen zu stellen. Ich habe mir jetzt einfach mal die Fragen rausgesucht, von denen ich denke, dass sie auch für viele andere interessant sind. Und das sind auch Fragen, die einfach mehrfach gestellt worden sind. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich eure spezielle Frage jetzt hier noch nicht reingenommen habe. Ihr könnt mir gerne unter dieses Video auch nochmal Fragen stellen. Und wenn da genug zusammenkommt, dann mache ich einfach noch ein Frage-Antwort-Video. Zum Schluss, damit es auch schön spannend bleibt, werde ich euch vorher-nachher Bilder zeigen und euch natürlich auch die aktuellen Maße durchgeben. Legen wir einfach mal los. Um nochmal zusammenzufassen, wie es mit meiner Geschichte war, weil dazu kamen auch nochmal Fragen. Ganz kurz und knapp, mit 21 Jahren hat das Lipödem bei mir angefangen. Ich war vor der Operation im Frühjahr mit 25 Jahren ungefähr im Übergang zu Stadium 2. Die Entscheidung, die OPs zu machen, resultierte einfach daraus, dass die Schmerzen immer stärker wurden und ich damit so nicht mehr leben konnte. Ich habe jetzt auch 3 Jahre erfolglos vor Gericht gegen meine Krankenkasse gekämpft. Meine Unterschenkel-OP war am 15.03. Dort wurden 2,8 Liter entfernt und meine Oberschenkel-OP war am 15.05. Dort wurden 4,8 Liter entfernt. Operiert wurde ich von Dr. Falk Heck, der seinen Sitz nun in Mülheim an der Ruhr hat. Und weil die Frage auch des Öfteren nochmal kam, ja, ich habe die OPs selbst bezahlt, mithilfe meiner Familie. So, nun kommen wir zu euren konkreten Fragen. Die Frage aller Frage war, hast du nach den OPs noch Schmerzen? Und ich kann sagen, definitiv nein. Ich habe keine Schmerzen mehr, ich bin schmerzfrei. Mein Leben hat sich dadurch wirklich positiv verändert. Wie bist du eigentlich auf das Lipödem aufmerksam geworden und wie lange hast du gebraucht für die Entscheidung zur OP? Bei mir ist das eigentlich recht einfach gewesen. Meine Mutter ist ja auch betroffen und als sich meine Beine einfach immer mehr den Beinen meiner Mutter geähnelt haben und diese Schmerzen dazu gekommen sind, wussten wir einfach von vornherein, ja, das ist auch Lipödem. Ich bin dann einfach auch zu dem Phlebologen gegangen, bei dem sie behandelt wird, der auch bei mir dann die Erstdiagnose gestellt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Entscheidung zur OP, also es war eine lange Entscheidung. Das war irgendwie so ein Prozess, weil ich habe erst, wie viele andere Lipödem-Patienten und auch Nicht-Betroffene, ganz ehrlich daran gezweifelt, dass diese OP wirklich etwas bringt. Und ich habe dann auch gesehen, dass viele andere Betroffene, mit denen ich dann Kontakt aufgenommen habe über Facebook, diesen Schritt der OP gewagt haben, damit sehr glücklich sind. Da habe ich einfach gedacht, das ist doch vielleicht meine letzte Möglichkeit und ich bereue es wirklich null. Ganz viele von euch haben auch gefragt, wie viel Zeit man sich generell einplanen muss, bis man wieder aktiv am Alltag teilnehmen kann. Also bei Dr. Falk Heck ist es so, ihr kriegt vor der OP eine Checkliste, was ihr alles beachten müsst und da stehen zum Beispiel auch solche Sachen drauf, wie dass man sich 10 Tage am besten frei nehmen soll. Ja, ich würde auch jedem empfehlen, diese 10 Tage zu nehmen, weil am Anfang ist es doch schwierig mit dem Laufen. Man soll eigentlich so schnell wie möglich sich ganz normal bewegen zu Hause. Das wird zum Beispiel auch empfohlen, aber man muss doch noch sehr viel abwechseln zwischen Beine hochlagern, Lauf. Das braucht ein bisschen Zeit, aber ich würde auch sagen, so um den Tag 10 ist das wieder möglich. Eine gute Frage fand ich auch, wie lange musste ich jetzt eigentlich warten, bis ich nach der OP die erste MLD bekommen habe. Also man sollte so schnell wie möglich nach der OP die MLD, also falls das jemand nicht weiß, das ist die manuelle Lymphdrainage, machen lassen. Ich wusste die manuelle Lymphdrainage eigentlich nie zu schätzen, weil sie bei mir nie was gebracht hat. Aber nach der OP, in dieser Abheilungsphase, hat es mir unglaublich gut getan. Also so schnell wie möglich, so wie ihr euch das zutraut auch. Und zusätzlich zur Lymphdrainage kann ich auch sehr empfehlen, schwimmen zu gehen. Der ganze Abheilungsprozess wurde durch Schwimmen und manuelle Lymphdrainage auf jeden Fall sehr beschleunigt und hat mir nur gut getan. Die nächste Frage ist, wie fühlen sich deine Beine jetzt an? Ja, was soll ich sagen? Meine Beine fühlen sich ganz normal an. Also ich habe kein Druckgefühl, keine Schmerzen, wenn ich meine Beine anfasse. Sie sind nicht schwer, sind auch nicht taub oder so. Ich glaube, das ist ja auch das, was viele wissen wollen. Dieses Taubheitsgefühl ist bei mir eigentlich recht schnell weggegangen. Das ist natürlich in den ersten Wochen nach der OP da. Und man merkt auch immer,
dass sich da noch ganz viel innerlich tut, auch jetzt noch nach 4 Monaten. Dieser Abheilungsprozess dauert einfach auch innerlich sehr, sehr lange. Das kann ich auch optisch sehen. Also die Beine verlieren immer noch an Umfang. Da muss man auch einfach geduldig sein. Das ist einfach der Abheilungsprozess. Ebenfalls wurde ich gefragt, was sagst du zu der Aussage, dass sich der Stoffwechsel nach den OPs verbessert? Da kann ich definitiv zustimmen. Also bei mir purzeln die Kilos gerade. Das hat ungefähr 3 Wochen nach der letzten OP angefangen. Da habe ich dann jeden Tag so ein paar 100 Gramm weniger auf der Waage gesehen. Ich habe dabei aber ganz normal gegessen, keine Diät gemacht. Ich habe mich viel bewegt, ich habe ausgewogen gegessen, aber keine Kalorien gezählt, nicht gehungert oder sonst irgendwas. Ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich weiß, ihr wollt Zahlen hören. Und zwar habe ich vor den OPs ungefähr 66 Kilogramm gewogen. Und jetzt nach den OPs war ich bei dem Abschlusstermin bei Dr. Falk-Heck bei 58 Kilogramm. Das ist jetzt eine Woche her und es ist seitdem auch nochmal 1 Kilo ungefähr runtergegangen. Also etwas über 8 Kilo. Kommen wir zur nächsten Frage. Ist das Bindegewebe nach der OP beschädigt, beziehungsweise sind jetzt Dellen da oder dergleichen? Und nein, mein Hautbild hat sich wirklich total verbessert. Also ich habe jetzt kein total ebenes Hautbild, das habe ich aber selber auch nicht erwartet. Ich bin selber sehr, sehr glücklich damit. Insgesamt ist es einfach viel glatter und ebenmäßiger. Wie schmerzhaft waren die Einstichlöcher zur Lokalanästhesie? Also da kann ich euch wirklich beruhigen, ich habe davon gar nichts mitbekommen. Vielleicht war das mal irgendwie ein kleiner Pieks oder so, aber wenn überhaupt, dann ist das nicht schlimmer als irgendwie eine Impfung. Auch eine wichtige Frage ist, welchen Arzt muss ich eigentlich aufsuchen, wenn ich vermute, Lipödem zu haben, aber noch keine Diagnose habe? Der richtige Arzt dafür ist der Phlebologe. Es gibt leider sehr viele Phlebologen, die sich aber mit dem Krankheitsbild Lipödem nicht auskennen. Deswegen habe ich mir überlegt, schreibe ich euch jetzt in die Infobox einfach mal ein paar gute Ärzte, die ich von anderen Lipödem-Betroffenen eben auch empfohlen bekommen habe, sammle die alle zusammen und ja, stelle euch die einfach mal zur Verfügung. Des Weiteren habt ihr mich gefragt, hast du dir mehrere Ärzte angeschaut? Ja, das habe ich getan und ich habe mich einfach für den Arzt entschieden, bei dem ich ein gutes Gefühl hatte. Und das würde ich euch auch raten, dass ihr letztendlich zu dem Arzt geht, bei dem ihr euch wohlfühlt. Und wenn ihr irgendwie ein unsicheres Gefühl habt bei einem Arzt, lasst das sein, ganz ehrlich. Also das macht dann keinen Sinn. Ihr müsst euch von vornherein wohlfühlen, verstanden fühlen und gut aufgehoben fühlen. Und das war für mich eben bei Dr. Falk-Heck der Fall. Die nächste Frage. War die Zeit nach der OP schmerzhaft? Ja, ich hatte natürlich Schmerzen nach den OPs, aber das sind keine Schmerzen, die sich irgendwie nicht aushalten lassen oder total schlimm wären. Das ist eher wie so ein ganz, ganz starker Muskelkater. Das geht aber auch so schnell wieder vorbei, wenn man sich auch selber so an die Lymphdrainage und zum Beispiel Schwimmen und viel Laufen und Hochlegen und Kühlen hält. Also das ist alles nicht so dramatisch gewesen, also dass ich da jetzt sagen könnte, das würde ich nie wieder machen, weil das so schlimm war. Hast du deine Ernährung nach den OPs umgestellt? Ich habe tatsächlich ein paar Lebensmittel, die ich nicht mehr so regelmäßig konsumiere, wie ich sie vorher konsumiert habe. Das sind zum einen Milch, Fleisch und Weizenprodukte. Ich habe mich einfach ganz normal ernährt. Dabei ist es ganz wichtig, wie ich finde, Appetit von Hunger zu unterscheiden und auf seinen Körper zu hören. Der sagt einem eigentlich, was er braucht. Ja, ich habe da auch so ein paar Gerichte, die ich ganz gerne koche und die auch recht gesund sind. Ich weiß nicht, ob da irgendwie das Interesse besteht eurerseits, dass ich vielleicht mal ein Video darüber mache, wie ich mich jetzt nach den OPs ernährt habe. Ob ihr da vielleicht Lust auf Inspiration habt. Falls ja, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. So, das waren jetzt erstmal die Fragen, die ich euch beantwortet habe. Jetzt möchte ich euch aber nicht mehr lange auf die Folter spannen und euch erstmal die Vorher-Nachher-Bilder zeigen und ein bisschen darüber sprechen. Und ich dachte mir, ich starte einfach mal mit dem ersten Besuch bei Dr. Falk-Heck. Das war im Oktober 2014. Das zweite Bild stammt vom 15.05. Das war kurz vor meiner Oberschenkeloperation. Die Unterschenkel sind auf diesem Bild also schon längst gemacht. Und zu guter Letzt sieht man hier das Endergebnis. Und hier nun eine Gegenüberstellung mit den Umfangangaben. Und zwar hat sich der Gesäßumfang von 104 cm auf 96 cm verändert, die Oberschenkel von 63 cm auf 58 cm,
Die Knie von 42 cm auf 36 cm und die Fesseln sind fast gleich geblieben mit 21,5 cm und jetzt aktuell 21 cm. So, und zum Schluss möchte ich einfach das Wort nochmal an Dr. Falk Heck selbst übergeben. Und zwar war ich ja bei einem Abschlusstermin bei ihm und da hat er sich dann auch nochmal zu dem Ergebnis geäußert. Und er hat am Ende eine ganz wichtige Frage, die ihr mir auch wirklich ganz häufig gestellt habt, geäußert. Und zwar ist das die Frage, ob das Lipödem nach der OP wiederkommen kann. Und das ist so eine klasse Form hier auch, was die Knie sind wieder richtig raus. Was mir immer ganz wichtig ist, um eine Form reinzubringen, ist so diese Taille an den Knien. Ja, dass das Gelenk wieder rauskommt, dann sieht man den Übergang zur Wadenmuskulatur, schlanke Fesseln. Ja, hier vorne leuchtet das Schienbein durch. Hier sieht man auch hier den Übergang zur Wadenmuskulatur. Wenn man sich an der Anatomie orientiert beim Absaugen, dann kann man hier die Wadenmuskulatur wieder rausholen, kann den Übergang zur Achillessehne darstellen. Das sind ja ganz wichtige, markante Punkte, die einer Frau das Bein formen. Ein Mann natürlich auch, aber eine Frau hat natürlich mit entsprechenden Absätzen, wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellen. Ja, gucken Sie mal da, wie das toll aussieht, ne? Wie wir hier die Achillessehne haben, hier den Übergang Muskelbauch und hier haben wir dann die Wadenmuskulatur. So soll ein Bein aussehen. Ne? Und wenn diese kleinen unauffälligen, jetzt noch ein bisschen rot leuchtenden Wunden dann mal im nächsten Jahr kleine, blasse, weiße Striche sind, wird man nichts mehr sehen. Klasse, finde ich ganz toll. Und dass Sie das so aufgenommen haben, das ist auch wichtig. Dass Sie jede Erleichterung, Schmerzfreiheit, mehr Beweglichkeit, dass Sie das so umgesetzt haben und Ihr Gewicht so reduzieren konnten, das ist so toll, wenn man das so aufnimmt. Und wissen Sie, viele fragen mich, kann man das Lipödem heilen? Ich würde sagen, so ein Bild, ich sag mal ganz umschrieben, das kommt dem Zustand einer Heilung nach. Ja? In der Regel, und das muss man ganz klar so sagen, in der Regel bleibt weg, was weg ist. Es wächst nicht wieder, auch nicht durch Schwangerschaften, auf jeden Fall nicht in dem relevanten Rahmen, dass es einem nochmal Probleme bereitet. Und wenn Sie sich dann selber umstellen im Leben, mehr Aktivität, gesündere Ernährung, warum sollte sich dann im Zustand was ändern? Ja? Und Sie haben Glück, Sie waren jung genug, als Sie auf diesen Weg gingen und die Hoffnung ist groß, dass Sie lebenslang ohne Kompression auskommen. Wenn jemand erst mit Mitte 40, 50 diagnostiziert war und 30 Jahre ungeschützt mit Stauungsdruck in den Beinen rumgelaufen ist, da haben sich Dinge wahrscheinlich verändert. Wenn man dann operiert, was man da immer noch kann, das ist ja schön, wenn man dann operiert, mag es sein, dass man tolle Ergebnisse erzielt, Schmerzfreiheit, Freibeweglichkeit, aber dass es ganz ohne Kompression nicht geht, was den Betroffenen auch nicht viel ausmacht. Lieber eine kleine Kompression tragen, aber ansonsten eine tolle Beinform, schmerzfrei sein und frei beweglich. Aber schön ist natürlich so, früh operiert, früh erkannt und dann sehen, dass man auch wirklich nicht Kompression nachher dann doch noch braucht. Ne? So, meine Lieben, das war's jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und ich hoffe, das lange Warten auf dieses Video hat sich für euch gelohnt. Wenn ihr nochmal Lust auf so ein Frage-Antwort-Video habt, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Und ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ihr könnt meinen Kanal auch gerne kostenlos abonnieren, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Tschüss!